Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Divinity Original Sin Folge 7 mit dem Jumbo. Und dem Ingerim. Hey Leute, wir haben uns hier gerade ein bisschen hingesetzt, kurz verschnaufen, bevor es weitergeht. Ja, war richtig anstrengend. Erstmal wieder die Kamera in die richtige Richtung. So, und weiter geht's. Wir wollten auf zum Hauptmann. Wir brauchen ja noch die Erlaubnis, um den Tatort zu besichtigen. Genau, und ich habe eben in der Pause schon gesehen, wir haben noch jede Menge Gebäude, die man hier durchsuchen kann und wo man nachgucken kann, aber wir gehen erstmal zum Hauptmann, würde ich sagen. Warte mal. Ah, man Ja. kann sich diesen Holzstapel angucken. Das ist wichtig. Da gibt es etwas drin. Holz. Holzspäne. Hey, ja. Und das Fass ist leer. Und das Fass ist... Und das Fass ist leer. Juhu. Oh, hier ist was drin. Oh. Goldgrinne. Cool, was ist das denn hier? Oh, das sieht gut aus. Da oben ist ein Portal, habe ich gerade gesehen. Und das warm. Ich schmelze bald. Was? Warm? Achso, weil wir neben dem Feuer stehen. Wie kann ich... Warm. Ich schmelze bald. Sagt sie, okay. Ja, das scheint Nee, das so sieht wie das Legionärslager zu sein, ne? Genau. Hier Ah, oben mal eben. Können wir uns dann hinbeamen. Aber 2 Stück haben wir schon. Was zappelst du da rum? So. Okay, boah, die Stadt ist echt groß, ne? Hier ist ja noch ordentlich was los. Wo müssen wir denn hin? Ach so, Wir wieder müssen hier runter. unten lang. Komm, mit den Rädern, das sind alles ganz normale Legionäre, ne? Ja, die sagen nichts. Legionär. Was hat der? Der eine, er ist warm. Hier sind überall Truhen, das ist ziemlich verlockend. Natürlich. Für Leute wie dich müssen wir hier rein. Ja, genau, müssen wir. Wie gesagt, die ganzen Häuser, ich denke, die gucken wir später mal nach oder so. Nach und nach. Ja. Ne, wir müssen hier. Nee, hä? Da rechts müssen wir hin. Ich könnte es knacken. Öffnet das Stadttor, bitte. Okay. Vielleicht sollten wir es geschlossen lassen. Ah, okay, das... Okay, ne, Ja, das Banner ist auch ziemlich schick, ne? ja, das stimmt. Ach gut, dann geht's da halt wieder raus, ne? Dann... Mal kurz gucken. Achso, wir können auch hier unten, glaube ich, einfach langlaufen, ne? Ja, genau. Hier, Gefangene. Guck mal, da ist jemand gefangen. Was ist da los? Easy, Tull. That's the source hunter you're talking to. Ist die Frau in diesem Käfig gefangen? Das fragt er? Das kann ich fragen? Ja. She may have the look of a woman if you squint hard enough, but she's no more than a wild animal. We Okay. got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at a fat Das ist bull eine Waldläuferin. trotting along the city Ach, walls. witzig. Kann natürlich sein, ne? I tapped her on the shoulder to see what was what, and the beast startled like a wild cat and lunged right at me. Ganz sicher. Bit Tull you right in the face, she did. It wasn't pretty, and now it's got a chunk ripped off it. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. Well, that's to be decided. She doesn't seem to be sick, despite Tully's moaning. We can't keep her here forever, but we can't well send her into the wilds again, can we? Ah. Sorry, sir. Ich glaube, wir sollten sie mitnehmen. Perhaps if Meinst you were du? taking the stranger under our wing, she'll likely come in handy Bin if ich mir we sicher. trust her to watch our back. Okay, wir sind so eine Fernkämpfer, ne? Am Ende mag sich eine furchtlose Jäger für unsere Ermittlungen als sehr hilfreich herausstellen. Die Betonung liegt stark auf falls. Wir können nicht riskieren, dass ein Gruppenmitglied plötzlich in die Wildnis verschwindet, wenn wir seine Hilfe bei der Rückendeckung brauchen. Ja, wir können sie ja theoretisch erstmal mitnehmen, ne? Man kann die ja immer wieder abstellen, glaube ich, ne? Ja, aber bestimmt. Ich meine, wir mit den... Ach stimmt, wir müssen noch mit unserer Kriegerin da sprechen, fällt mir gerade ein. Nee, ich glaube, es gibt die Option, dass man die halt erstmal sagt, also sie soll die Gruppe verlassen. Ah, das ist sehr gut. After all,
A fearless hunter might prove quite useful for our investigation. Well, that's a relief, ain't it? We found a good home for her after all, Cull. Okay, ich habe gerade ein Tutorial bekommen, wie ich meine Gruppe aufteile. Achso. Weil sie folgen jetzt beide mir. She's Ah. not good for anything more than cannon fodder. And don't turn your back on her when she's got that bow within arm's reach. Okay, wen hättest du gerne? Ja, gib mir mal die Fernkämpferin, oder? Das ist doch... Oh, lass erst mal mit dir reden. Ja. Source Hunter. I have heard tales both grand and terrible about the world of humans. I myself was caged one moment and freed the next by our kind. In Home Forest, every creature acts according to the nature of its kind. Birds frighten easily, badgers fear little. But amongst men, there are no guarantees. Okay, es gibt kaum etwas Veränderlicheres auf dieser Welt als der menschliche Verstand ist. Er ist die Quelle großer Schönheit und großer Verzweiflung. Und all das ist dem Menschen einzigartig. Ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind wir eine unberechenbare Spezies. Wir können jederzeit töten oder heilen. Es ist wohl am besten, gerade aus diesem Grund jenen, denen ihr begegnet, mit Vorsicht gegenüberzutreten. Aber das erste, oder? Das klingt ein bisschen positiver, ne? Ja, finde ich auch. Ah, okay. Ich habe auch noch was zu melden. Okay, wir stecken jedes davon locker weg und bereiten uns auf alles vor. Auch ihr, bei Dotre. Was, wie heißt sie? Bei Dotre? Keine Ahnung. Bei Dotre. Ei Dotter. Bei Dotre. Ihr werdet merken, dass euch eure Weggefährten gleichermaßen sowohl zum Guten als auch zum Schlechten überraschen können. Oder den Menschen einzigartig. So weit würde ich nun nicht gehen. Die Brutalität der Menschen ist nicht besser als die der niederträchtigsten Bestie. Wir nehmen das erste. It is difficult for me to claim humanity as you do. I am still learning to see myself in the faces of those I meet. And those I meet do not always see themselves in me. It is strange to stand with one foot in the forest and the other in the city, Source Hunter. I am glad that now I have you standing beside me. Ja, edel. So, dann... Okay. Kannst du die an mich dran packen irgendwie, ne? Nee. Ich kann sie mir lossagen, dann kannst du die, glaube ich... Kannst du die an dich dran ziehen? Ne, ich kann gar nichts mit der machen. Ach, ich kann mich aber so an sie dran packen. Sorry, sir. Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Ich kann mich halt an sie dran packen. Hä? Irgendwie klappt das nicht so wirklich. Sorry, sir. Ja, du hast auch das Tutorial gehabt. Was sagt das Tutorial dazu? Die. Kannst du... War das kann mir doch nochmal... Da. Westhandeln, Werte... Inventar, Interaktion... Hä, das klappt irgendwie so nicht. Allgemeine... Charakterstellung. Hä? Westhandeln, Werte, Inventar, allgemein. Merkwürdig. Allgemein, die Kamera. Jetzt habe ich die beiden aneinander gekettet. Hä? Aber warum kannst du das denn machen? Ich kann da nichts machen. Ich kann nur, wenn... Jetzt sind wir alle 4. Rennen die uns jetzt nicht mehr hinterher? Geh mal weg da. Bleib wieder stehen. Ha. Ich kann aber... Nee, ich kann gar nichts mit denen machen. Warum kannst denn nur du das machen? Ich habe keine Ahnung. Kann ich... Sorry, sir. Aber das sieht nach einer Waldläuferin. Die ist Waldläuferin. Ja, sieht auch so aus. Careful, Commander. Upsala. I think I sense a sorcerer in yonder. Kannst du denn You jetzt... say you will take me under your Upsala, jetzt hab ich sie angekommen. But I see no feathers. Are you a child of the birds, as I am of the bears? Ha, wie geil. Siehst du das Gespräch? Jetzt sehe ich's. Sehr geil. Seid ihr ein Kind der Vögel? Ich meine, dass ich Oh, für euch verantwortlich bin. Ich habe sie gerade angeklickt. Mach mal weiter. Ja. In truth, this is a relief.
Your world is made with rules I have not yet memorized. I'm happy to have a friend in such a place. Okay, ein Kind der Bären, was bedeutet das genau? And so the lonely babe was fed upon the wild mother's milk, and cast aside from humankind, he thrived among his mother's ilk. So says the saga of Thris. Do you know it? Natürlich. Wise godwolf Amira raised the child Thris among her litter. So you see, I have good company. Thris the wolfson, and I the bear daughter. Bertoda. Okay. Ja, da. Namen haben wir Okay. auch rausbekommen. Ah, genau, steht hier, Beta, ich muss euch auffordern, die Gruppe vorerst zu verlassen. Nee, ich bin nochmal kurz weg. Nee, wir müssen ja jetzt erst hier, wir müssen ja hinkriegen, dass die hinter uns herlaufen. Ja, warte mal eben. Hier liegen noch ihre Waffen rum. Ach, okay, cool. Sir, no, sir. Ich wundere mich auch, dass du das machen kannst. Also du konntest ja mehr machen als ich. Ja, aber warum? Weiß ich nicht. Sorry, sir. Mach doch mal was. Sir, no, sir. Bei mir kommt halt dieses Kettensymbol wohl unten raus, aber wenn ich das dann da drauflege, passiert nichts. Ja, das kommt bei mir auch, wenn ich das bei dir mache. Aber ich kann auch mit der anderen nichts machen. Also gut, die ist jetzt an dich dran gekettet, ne? Wie ist das mit der anderen? Der geht das auch nicht. Merkwürdig. Jetzt kann ich wieder gar nichts machen. Habe ich denn irgendwie Sorry, sir. irgendwelche persönliche Fähigkeiten, Glücksbringer, Führung? Ja, das Ach, ist brauchst du vielleicht Führung dafür? Führung habe ich ja. Ich habe ja Führung. Stimmt, du hast es ja. Ha. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich, das ist ja ein ganz normaler. Also muss ja nichts für skillen, dass die einem hinterherlaufen. Das wäre ja Quatsch. Merkwürdig. Dann nehme ich die erstmal beide, ne? Ja, achso, das geht. Ja gut, ja, dann nimmst du die jetzt mal beide mit. Das geht tatsächlich. Na, vielleicht mal gucken in der Pause. Ja. Wenn das geht, genau. Lass uns mal eben mit ihr noch unterhalten. Okay. Mit meiner Aufmerksamkeit. Ich habe einige Fragen. My friend, ask away. Always helps to know a thing or two about who's covering your back against the gnashing hordes, eh? So, welche Hinweise auf die Quelle habt ihr bisher in Cecil? More than I'd hoped, comrade. I don't know what in tarnation's gotten into the townsfolk here, but there's enough dark magic running roughshod to topple a small mountain. There's Mayor Cecil's doings for one, and the mysteries of our master Thaleron for another. And on top of it all, the feline menace is lurking at every hearth and shadow. Irgendwie finde ich sie ganz schön sympathisch, also von der Stimme her. Ja. Genau, erzähl mir mehr von Bürgermeister. Now, don't get me wrong, I think the mayor's a decent sort, even if he can't hear farther than the tip of his nose. But from what I've heard whispered around the docks, the old guy's gotten himself mixed up in something not quite on this side of the law. I suspect an illegal source artifact or substance is the root of it, but exactly what or who's given it to him, I can't say. And since I haven't technically been assigned to Cecil, I don't have the authority to interrogate him. Okay. Der auch Dreck am Stecken. Fella seems like a humble doctor, but I'll bet my sword he's dealing in something darker than splints and tonics. Okay. A loose-lipped legionnaire let slip that she'd seen our good doctor scale the city wall on 2 separate occasions, well past midnight each time. What bit Hoppala, zu schnell. innocent healer, I'd say. Okay, was sollte denn mit Untoten? Also mit Untoten kann man ja eigentlich nicht handeln, ne? Die ganze Stadt ist ein bisschen korrupt, würde ich sagen. Naja, und das mit der Katzenplagge finde ich ja witzig. You mean you don't already know, comrade? Their kind can see in the dark. It ain't natural. Okay. It's no coincidence the Order retired me, or tried to anyhow, to such an aptly named little town. Way back when, the settlement was chartered as a stronghold for source hunters to keep watch over the borders of the Don't let the Oh, ist ja wieder so schnell. These days, the forest is little more than a smattering of trees and ruins. A perfect posting for an old bull and her dotage like yours truly.
In the days of old, though, the forest played host to source devils of every make and kind. Hunter's Edge was a settlement of source hunters tasked with watching over the border of the forest and putting down anything smacking a source that might creep out of it. By now, it's been centuries since anything more dangerous than a badger has come out of those woods. By and by, the source hunters moved out and regular folks set up shop. But the town's charter requires that at least one of our kind remain to keep the watch. Okay. Okay, so. Mal mit ihr gesprochen. Ich denke mal, dass du jetzt dann, wenn die jetzt bei dir mit dran sind, dass du in den Kämpfen dann auch, Die Steuern, also ne? die steuerst, ja. Okay, ich würde sagen, wir rennen hier einfach mal rein. Kann man hier vorne was machen? Ne, hier vorne ist Ende, ne? Aber Und hier hier geht's in auch die noch Tür? weiter. Hier geht's auch noch weiter, natürlich. Ja, gehen wir jetzt mal rein, ne? Hauptquartier der Legion. Jede Menge Besen. Truhen, die ich nicht öffnen darf. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Hauptmann, ne? Jo. What have we here, then? A so-called source hunter, eh? Well, look, do what you must in Sicil, but don't make waves. Bist du mich vorlaut, Don't ne? interfere with the Legion's affairs, you hear? Na, auch sehr unfreundlich, finde ich auch, ja. Erstmal soll er von sich erzählen, ne? I'm Natürlich. Captain Aureus, if you must know, leader of the Legion in Sicil. By which I mean I have the enviable task of commanding a battalion of walking dead. For I fear it may well be but a matter of time before the undead undo all my soldiers and turn them into driveling hordes of their own misshapen number. Ziemlich unzufriedener Mann. Sehr, sehr positiv, denkt ihr auf jeden Fall. Na, auch das, ne? So, dann reden wir erstmal über Jakes Ermordung. Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother. But he just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. They see a pigeon poop and think sorcery's afoot. Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town. Not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined, but report back to me the moment you discover something out of the ordinary. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission to enter. Now off with you! Naja, ich weiß ja nicht, ob wir das wirklich machen sollten. Den Bericht erstatten? Auf gar keinen Fall. Ne. So, fragen erstmal nach Esmeralda. Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay alone, perhaps? That certainly would explain some of the cock-ups you lot have made in the past. What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring evidence before me, I'll evaluate it with perfect objectivity. The Legion relies on reason, see? Not idle superstition. Natürlich. So, fragen wir noch. Ach du Scheiße. You must. Wenn es sein muss. So, euer Hauptproblem sind also die Untoten. Bravo! Figured that one out, did you? I haven't been stuck here for 2 years because we're being besieged by fluffy kittens, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sword arms and all of Ahu's half-baked contraptions to keep them at bay. Keeping them at bay, that is all we do. Were that I could break their backs once and for all. Okay. Wie gefällt euch Cecil? How am I enjoying it? Are you spoiling for a fight, Hunter? Are you? Sicil stinks of fish, reeks of orcs, and on a good day the wind disperses the stench of decomposing corpses. I can't remember the last time I had a proper piece of steak, and by now I retch at the mere sight of sardines. So in conclusion,
I am not enjoying Sicil. Okay. Schrei uns nicht an. Cooler Typ. So, er soll uns erstmal was über die Legion erzählen, ne? We are the pride of Riverlon, to be found and to be seen everywhere. We don't hide in the dark and lurk in corners like some I could mention. No, we protect the civilized from the barbaric, and we do so impeccably. Mhm. Naja. Natürlich macht Wenn ihr sie das, gerade- natürlich. Ja, wenn sie gerade am Saufen sind. So, was tun eurer Meinung nach die Orks am Strand? I'd say they are looking for weak spots in our defenses. They can't make an attack over land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. They won't succeed, though. Not against the Legion. Ich gehe die Legion. Okay, Ahu hat mir erzählt, er hätte den Verdacht, dass eine Sekte in Sicilia Unwesen treibt. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects, sorcerers. He'll be seeing flying carpets next. Alles klar. Okay, er hält also nicht so viel davon. Naja, es könnte aber auch genauso gut sein, dass er da die Finger mit dem Spiel hat und deswegen alle Leute, die da Ahnung von haben, verunglimpft, ne? Ja, das könnte sein. Ne? Wir können hier noch nach oben gehen. Ja, nach unten können wir auch noch tatsächlich. Oh, das stimmt. Oh, was haben sie denn hier? Ach, guck mal. Waffen. Ach, hier ist Ahu. Ballenentschärfer-Werkzeug. Hey. Ach, hier ist der Ich sprech Typ. mal mit dem an. Ich spreche ihn mal an. Ja, ich sprich mal mit ihm an. Oh. Wie wäre es, wenn ihr mir etwas von euch erzählen würdet? Ja, natürlich, immer. But certainly. What would you like to know? Wer oder er, was seid ihr? Oh, I am but a wizard, a guardian of man and beast, and indeed I am both. My body, like any other, is bound to temporal decay. But my spirit is a speck of light that shone forth from the eternal sun that is the cosmic soul. Ah ja, siehst du da hinten den Bücherstapel? Der so schön wankt. Rechts. Jo, genau den. Die schwanken alle. Die Großen. Ach krass, da sind noch mehr. Witzig. My task upon this earth is to protect the heart of nature, the very antithesis of which is the intrigue spun by demons and directors of the dead. Hence my involvement in Sicil. You see, my one desire is to witness a world in which every mother looks around her and purrs with calm contentment. For she knows that her chicks or children, her cubs or calves, will grow up without knowing the meaning of menace, the enfeeblement of fear. To my great regret, none of them purr as yet. Noch keiner von denen schnurrt. So, genau, erzähl mir noch mehr über einen Katzentrick. Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Or does it surprise you that I enjoy taking a feline guise? Such magic is a gift, Hunter. To tread upon the realm of instinct, even articulate speech, perhaps humanity's greatest asset, cannot give expression to something so inextricably innate. To be out in the night, to stalk on silent paws and hunt with only the moon as your witness, you couldn't possibly imagine the thrill. But of course it's handy to speak in more than meows. And I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs, this I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy the best of two worlds. Okay, ist es nicht gefährlich, sich so zu verwandeln wie ihr? Was, wenn ihr in einer anderen Form stecken bleibt? Oh, that'll never happen. Granted, a witch could make the polymorph permanent if she'd enchant me in my cat guise, but I'll just have to be careful around witches, won't I? Na, ich bin ja eine Zauberin, keine Hexe. Ne? I'm my own wizard, Hat er Glück. you know, and I Ja. don't intend to become anyone's familiar. Okay. Lass uns über die Quellenjägergeschäfte By reden. all means.
Oh, Jakes Ermordung. I hope your investigation fares well. Was ist in der Mordnacht geschehen? I can but piece together what few morsels fell from the grapevine into a rather disappointing meal, I'm afraid. They say a woman arrived in the King Crab Inn sometime after midnight. She retired to a room on the ground floor where she was soon joined by a man who had been nursing the same cup of wine for hours. I say man and woman because both of them were cloaked and recognized by none. About an hour later, another figure arrived, headed for the same room. Soon after, a terrible commotion erupted and the thundering light of magic was witnessed by the few remaining patrons. It took a while for the landlord to pluck up the courage to enter the mystery room. When finally he did, he found Jake there, dead. How and why he came to be there, no one knows. But I had a good look around the scene of the crime before the Legion barred anyone from entering. The traces of magic I felt were vile. Source, no doubt. Aber sehr witzig, ne? Er sagt jetzt, dass der Wirt Angst hatte, da reinzugehen. Und der Wirt hat uns eben noch erzählt, dass er sofort losgestürmt ist und da reingerascht. Okay, so, wer sind eurer Ansicht nach die Verdächtigen? I myself have none. Even though the rest of the town has already mentally tried and convicted Jake's wife Esmeralda. Now it may well be established that she is in fact the guilty party. I'm not claiming that I'm certain she's innocent, but let's just say that if I really thought this murder case would be so very easily resolved, I wouldn't have sent for source hunters. Ah, okay. Ja, hat er recht, ne? Ja. Gibt es noch mehr, das ihr über die Fremden erzählen könnt, die scheinbar mit den Orks gemeinsame Sache machen? I can't say much more, but that they're madmen. All the more dangerous to us because of their alliance with what should be a natural enemy. You won't see me teaming up with a terrier in a hurry. Mit einem Terrier. Okay, noch ein paar Fragen über das Ziel. Haben wir noch was? Those be? Ach, die Untoten natürlich. Natürlich. Okay. Those who are raising the dead dwell among us. They simply must be. But even though I've spent many a night leaping from tree to rooftop, watching on as citizens stagger home from the inn or simply burn the midnight oil, I haven't spied a single soul worthy of true suspicion. The enemy is wily. They know us better than we know them, and they've found ways to avoid both detection and distrust. And yet, I am somehow convinced that you may succeed where the Legion and I have failed. Call it instinct. Natürlich. Natürlich werden wir das schaffen, ne? Na klar. Klar. So, ihr scheint ein kleines Ork-Problem zu haben. You have a flair for understatements, Hunter. I'm sure they are but a minor nuisance in the eyes of a born warrior. But to the Legion, they are green-skinned death incarnate. Until they conclude what mischief they intend to see through, or less likely, they are conclusively defeated, we can but bar the gates and hole up like mice while the cats are on the prowl. Na so, wie habt ihr diese magischen Ballisten entworfen? Oh, a mere trifle for one with the intellect of a feline and the engineering skills of a human. You basically construct a classic ballista, add a 100% legally obtained self-regenerating source of destructive magic to it, and Bobcat's your uncle. Na, okay. Dann So, können wir das Tagebuch- bestimmt auch. Dann können wir das bestimmt auch, genau. So, ich habe gerade noch gesehen, gucken wir mal ganz kurz. Ach, das sieht witzig aus mit den Büchern, ne? Ja. Das sieht so aus, als wäre das magisch so. Weil die sich so wenn die krass alles- bewegen. Ja, deswegen. Kann auch gut sein, ne? Witzig, Und ne? so. Ja gut, so, das Tagebuch wurde aktualisiert. So, ein mysteriöser Mord wurde aktualisiert. Ach, guck mal, das sind sogar mehrere Sachen. So, was haben wir denn schon alles vorgelesen? Auch erzählt uns von der Hauptverdächtigen im Mordfall von Jake, das haben wir schon, ne? Glaube ich. So, wir trafen auf jeden Fall Hauptmann Aureus, der uns widerwillig die Erlaubnis erteilte, den Tatort von Jakes Ermordung im Gasthaus zur Königsgrabe aufzusuchen. Dieser Offizier hegt eine große Abneigung gegenüber Quellenjägern, aber es spielt
Nee, aber das spielt keine Rolle. Wir sind hier, um Ermittlungen durchzuführen und nicht um Freundschaften zu knüpfen. No, das eine und das andere. Ahu erzählte uns, was in der Nacht von Jakes Mord vorgefallen war. 2 vermummte Gestalten betraten, gefolgt von einer dritten, ein Zimmer. Kurz darauf konnte man Geräusche eines Kampfes hören. Als der Gastwirt nachsah, war der Raum zertrümmert und Jake lag einsam und verlassen, tot auf dem Boden. So, okay. Das Ganze nochmal zusammengefasst und ich würde sagen, ne? Okay. Hier irgendwie konnte ich gerade nicht gehen. Ich würde sagen, wir gehen nach unten, ne? Ja, hier gibt es ja noch einen Kellerraum, da sollten wir auch noch gucken. Ja, da können wir gerne noch mal reingucken. Sieht nach dem Kerker aus. Ah ja. Können wir mit dem reden? Oh, Ja. Ein düsterer Ort. kleiner Heiltrank hat der dabei, ne? 178 Gold. Ah, nicht schlecht. Er ist auch gar nicht frech. Ich habe das Gefühl, dass hier eine ganz schön kranke Inflation stattfindet oder stattgefunden hat. Welch kranke Scheiße. So, sonst war da nichts. Okay. Gut, okay. Dann gucken wir mal. Kurzer Blick auf die Karte. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt erstmal wieder zurück ins Gasthaus, oder? Ja, und gucken uns den Tatort an. Ja, genau. Was wir, glaube ich, schon seit 2 Folgen machen wollen. Ja, erst durften wir es nicht und dann wurden wir auch noch unhöflich angepöbelt. Genau, erst durften wir nicht, dann wollten wir es nicht mehr. Genau. Haben wir plötzlich noch 2 Begleiterinnen gefunden. Ja. Und ich fühle mich gerade ein bisschen wie der Hahn im Hühnerstall. Ja. Stimmt, du bist... Naja. Alles klar. Alles klar, sagt er. So, guck mal, das ist sogar der richtige Weg. Ich bin einfach mal so hingelaufen. Kranker Typ bist du. Kranker Typ. Och, ich bin aber der Beste. Wo kommst du hinterher, jo? Jo. So genau, hier hinten war der Tatort. Bleib mal kurz stehen. Ja. Die Musik ist super. Ach so, ja, die ist schön, ne? Okay, so, Kollege, diesmal dürfen wir rein. So, genau. Mein Lieber, wir haben die Erlaubnis. Nicht gerade der freundlichste Bursche, das ist richtig. Well, your reward for getting your ear chewed off is a waltz through the town's finest magical murders. Enjoy. Alles danke. klar. Und rein So, in die mal gute gucken. Stube. Wow. Wow. Boah, jetzt hab ich mich erschrocken. Wow. Jetzt. Was passiert jetzt? Ich war grad, was ist jetzt los? Wir haben wieder volles Leben. Ja, wir sind in eine magische Welt irgendwie. Komm, würde ich behaupten. Ja. Okay, gut. Das kommt jetzt etwas unerwartet. Da. Oh, cool, die Lichter gehen an. What the fuck? Wer ist er denn? Was ist los mit dem Knaben? Sprech mal Zickzack! an. Misch mich ein. Frag ihn auf jeden Fall, wer er ist. Das ist sehr kurios. Was ist er denn? Ist das ein Gnome oder ein Goblin oder was soll er sein? Stufe 26 ist der Typ. Oh ja. Schlachten wir ab den Na gut. Wer seid ihr und wie seid ihr hergekommen? Oh yes. Proper introductions. Zigzag's the historian at your service. It is my job to record all that was and is and hopefully all that is to be. Okay. As for how I got here, well, for a historian appointed by the gods themselves, hopping to the end of time is as easy as 1, 2, 3. How you got here, though? That's a rather more interesting question. On such a tiny and rapidly shrinking vestige of space and time, I wouldn't have expected to find a soul but my own shadow. Okay. Er ist ein Historiker in göttlichem Auftrag. Ja, völlig abgefahren. Okay, wieso schrumpft dieser Ort? Ask a question I can answer most definitively. I mentioned already that this place is the end of time. If that's
didn't send your heart into your stomach and your pulse a flutter, it should have. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Okay. Eine Sprache, Herr Imp. Ne, wie kann die Zeit ein Ende haben? Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and feast your soon-to-be terrified eyes on the darkness that is approaching. Okay, geht das? Maybe quite mad. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir da durchgucken, beenden wir mal die Folge und benutzen das mal als kleinen Cliffhanger für die nächste Folge. Böse von mir, böse von mir. Ja. Und damit, am anderen Ende der Welt, oder wie, ne, am Ende der Zeit machen wir einen kleinen Cut. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr uns schreiben würdet, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich Verbesserungsvorschläge und derlei Dinge, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.